Aufnahmen vom Wahltag. Es wird ein ganz großer Sieg, prophezeit Joseph Goebbels. Die letzten Wahlen sollen es sein, hat Präsident Hindenburg verlangt. Hitler wird sein Versprechen halten. Die Nazis erreichen fast 44% der Stimmen. Die Koalition mit den Konservativen aber bekommt nur eine knappe Mehrheit. Trotz des Terrors auf den Straßen erhalten die linken Parteien fast 1/3 der Stimmen. Vizekanzler Franz von Papen wähnt sich bei seiner Stimmabgabe noch als starker Mann der Regierung. Jetzt kannst du einen Augenblick identifizieren. Jetzt kannst du einen Augenblick verlieren. Diese Wahl wird für Deutschland und auch für die Welt von entscheidender Bedeutung sein. Die bayerische kommissarische Regierung erwartet auf dem Münchner Flughafen die Ankunft des Reichskanzlers. Sie sehen Reichskommissar General Ritter von Epp und den neuen Münchner Polizeipräsidenten Himmler, Staatskommissar und Stabschef der SA Ernst Röhm, Staatskommissar Hermann Esser und den kommissarischen Innenminister Gauleiter Adolf Wagner. Die Wochenschau berichtet von der Ankunft des Reichskanzlers auf dem Flughafen Riem in München. Hitler kann mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden sein. Dennoch ist er von den Konservativen abhängig. Man sinnt auf Abhilfe. Die Kommunisten werden zum neuen Reichstag nicht zugelassen. Jeder, der sich öffentlich gegen die Regierung stellt, ist vogelfrei. Es war, als hätte man einen Riesenkäfig über uns gestülpt, schreibt ein SPD-Politiker später. Wir tobten, wir stießen uns die Köpfe blutig, aber das Eisen trotzte unserer ohnmächtigen Wut. Sozialdemokraten wie der Reichstagsabgeordnete Bernhard Kuhnt aus Chemnitz werden in sogenannte Schutzhaft genommen und öffentlich gedemütigt. Die Fotos werden von der SA als Postkarten verkauft. Dieses Haus in der Zimmerstraße stand zu DDR-Zeiten an der Berliner Mauer. Im Hinterhaus hielt Hitler 1927 seine erste öffentliche Rede in der Hauptstadt. Vorne beherbergte es eine von Goebbels Propagandazentralen. Im Keller werden 1933 viele Oppositionelle zu Tode gefoltert. In allen großen Städten errichten die Nazis wilde Konzentrationslager, in denen SA-Schläger ihre rechtlosen Opfer zu Tode quälen. Die offizielle Eröffnung des Reichstags inszeniert Joseph Goebbels am 21. März 1933 in Potsdam als Versöhnung der Nationalsozialisten mit der Tradition Preußens. Die Potsdamer Feier soll zum ersten Mal im Stil nationalsozialistischer Formgebung abgehalten werden, notiert Goebbels ein paar Tage vorher. Der Rundfunk wird für ganz Deutschland eingeschaltet. Die Nation muss an diesem Tag teilnehmen. Ich arbeite das Projekt bis tief in die Nacht hinein in allen Einzelheiten durch und tue alles, um diesen feierlichen Staatsakt unverlöschlich in das Gedächtnis der lebenden Generation einzuprägen. Hitler erscheint nicht in Parteiuniform und gibt sich als demütiger Diener des Staates. Auch ein Filmamateur aus Marburg dokumentiert den Tag von Potsdam mit seiner Kamera. Auf seinem Weg in die Garnisonkirche schreitet Reichspräsident von Hindenburg die Ehrenformationen der Reichswehr ab.
In der Garnisonkirche am Grabe Friedrichs des Großen sollen Hindenburg als Vertreter der alten Zeit und Hitler als Vertreter des Neuen Eintracht demonstrieren. Und der alte Herr lässt sich willig vor den Karren der Propaganda spannen. Hitler und Göring begrüßen Hindenburg am Eingang der Kirche. Drinnen verkündet der Reichskanzler sein Programm. Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor den Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. Nach der Zeremonie nimmt der Reichspräsident in Anwesenheit des Kronprinzen mehrere Stunden lang den Vorbeimarsch der Reichswehr und der nationalen Verbände SA, SS und Stahlhelm ab. Hitler steht mit seinen Ministern hinter den militärischen Ehrengästen. Es ist nicht zu leugnen, kommentiert ein Beobachter, er ist gewachsen. Aus dem Demagogen und Parteiführer, dem Fanatiker und Hetzer scheint sich der wirkliche Staatsmann zu entwickeln. Am Ende ein einziger Rausch, schreibt Goebbels in sein Tagebuch. So wird Geschichte gemacht. Als das Spektakel vorüber ist, legt Hitler seine perfekt gespielte Zurückhaltung unverzüglich ab. Am Nachmittag des 21. März trat der Reichstag zum ersten Mal in der Krolloper zusammen. 2 Tage später brachte der Reichskanzler Adolf Hitler das Ermächtigungsgesetz ein, das mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Angesichts massiver Einschüchterungen stimmen nur 94 Sozialdemokraten mutig gegen die Diktatur. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Sie werden nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, dass es sich dabei nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. Die Reichsregierung beabsichtigt daher nicht, durch dieses Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben. Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen im Reich und in den Ländern gewährleisten. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdenden anderen Organisationen ändert dies nichts. Mit dem Ermächtigungsgesetz werden überall in Deutschland die Reste der Demokratie systematisch beseitigt. Nach immer gleichem Muster zwingt man die Landes- und Stadtregierungen, ihre Polizeikräfte einem Nationalsozialisten zu unterstellen. Filmaufnahmen aus München. SA und SS marschieren als Hilfstruppen auf. Auch in Bayern hat die gewählte Regierung am 9. März widerstandslos kapitulieren müssen. Um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, so die zynische Begründung, wird ein Reichskommissar für Bayern eingesetzt. Die Reste der Opposition sind wie gelähmt. Wir waren niedergeschlagen, erdrückt von der Wucht der Niederlage und dem Gefühl der eigenen Ohnmacht, erinnert sich der bayerische SPD-Politiker Wilhelm Högner später. Ergeben in unser Schicksal, mehr traurig als empört über die Ausschreitungen der Gegner, hilflos wie eine Herde, die sich in einer kalten Regennacht frierend unter Bäumen zusammendrängt. Das Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich konzentriert Anfang April alle Macht in Berlin, wo Hitler vor der Auslandspresse den gemäßigten Politiker gibt.